Dann wollen wir die Aktion mal starten. Oh, I was just thinking about you, Slyly. Are you bothered by those people from the slums? I mean, you live right next to them. They rarely even come out, and when they do, they don't bother me at all. Now, Messer, on the other hand, our local butcher, is having some difficulties with those people as far as he tells me. I think you can figure out why a bunch of underfed bums would bother a butcher who got a pen full of pigs in the back. And he's such a lovely man, and probably the only person I like talking around here. You seem pretty nice too. Na gut, kann sie nicht drauf ansprechen. Also so. A charming smile slowly appears on her face. Not at all. Thank you for the compliment, but I don't consider myself that beautiful. Pretty seems more appropriate, but you are right about me being alone. That is true, sadly. She pauses, letting her seductive stare convey her unspoken thoughts. After a few quiet moments, she turns away to grab a bottle of some seemingly expensive drink and shows it to you. Care for a drink? Have a drink with Evelyn. Schade, dass ich nicht... Ja. Also bisher hat mir mein Kenntnisstand nichts gebracht. Nackt bin ich offenbar auch noch. Na, das ist jetzt doof. Also ich hätte ja irgendwie den Drink dann wegschütten können oder so eigentlich. You find yourself in Evelyn's bedroom, feeling a strong headache and dizziness after a mere 2 drinks that weren't that strong at all, let alone enough for you to lose consciousness. As the dark curtain slowly lifts from your eyes, you are presented with a bone-chilling image. Evelyn is standing before you, pointing a large knife right at your face. The semi-drugged, nauseating state you're in only enhances her transformation from beauty into beast, making the experience even more surreal. Her kind eyes have now become flaming furnaces, emitting enough heat to turn your skin to liquid. Her charming smile is scrap metal shredders grinning at your impending doom, and her soft full hair, strands of molten metal erupting from the tip of her head, blowing down her face. Ich finde ja diese... Ich weiß gerade gar nicht, wie man es nennt. Also diese Texte, die beschreiben, was passiert, sind unheimlich gut geschrieben, finde ich. Vor allem, weil der Dialog im Spiel doch recht kurz gehalten ist, was jetzt nicht schlecht ist, aber das ist realistisch, dass die Leute nicht so viel reden. Da finde ich das doch dann in dieser Beschreibung echt cool. Stil her. Only as you recoiled, you realize you have been undressed almost completely, which further exacerbates your position. After she watches you flounder about for a few moments, she finally decides to speak. Oh, my sweet Slyly, how naive can you get? Now that I have you in my grasp, we're going to have so much fun. Well, at least I will. After finishing her last sentence, she clenches her knife and moves towards you. So, ich hab... kein Psy. Was zur Hölle? Okay, ich muss hier runterspringen. Sprint kann ich benutzen. Das Einzige, was mir einfällt, ist eigentlich zu den Autoturrets zu laufen. Was ist sie denn jetzt? Wie geht das wieder weg?
Evelyns Corpse ist jetzt hier. Also ist sie wohl hier... Also sie hat einen anderen Weg genommen. Ist dann hier durchgerannt und gestorben. Okay. Keycard, Evidence Key, Tungsten Steel Dagger. Okay. Sie ist echt ausgestattet, meine Güte. Wir hatten eigentlich einen Aufzug dahin. Ja, okay, das hat ihr Mann noch gebaut. Jetzt bin ich ja ganz woanders. Irgendwie? Ich frage mich nur, wie gesagt, wie ich das Gift wieder wegkriege. Okay, jetzt kann ich sie ausrauben. Bin. Sie hat ja nicht mal was Tolles. War das jetzt ein reiner Selbstzweck vielleicht? Das hier im Footlocker vielleicht was? Uiuiui. Ui, ui. Ah, nein. Okay. Ich habe ein neues Feature entdeckt. Also ich habe jetzt wohl dieses... Ich kann jetzt dieses Haus nutzen. Hier ist wohl der Inhalt von meinem... Na? Von meiner Kiste, die auch im STS steht. Oh, hier sind auch noch 2 TNT-Charges übrig, sehe ich gerade. Ah nee, okay, sie hat hier einfach alles reingetan. Na gut. Okay, schade. Das wäre jetzt ja... Okay, es wäre ein bisschen... Es wäre ein bisschen komisch gewesen vom... Ja, hinsichtlich des Realismus. Ich habe jetzt nichts Cooles gekriegt eigentlich, außer... aus ihren Tungsten-Dagger. Mit dem ich ja auch nichts anfangen kann. Der hier. Okay. So, jetzt muss ich meine Rüstung mal wieder... Oh je. Ist das jetzt sortiert? Ich glaube, das hatte ich. Ich hatte das hier. So. Das da. Den hier. Den hier. Und den hier. So. Das müsste sein. 21,8, 36,7. Na, ich hatte das. So. Aber was kann ich gegen das Gift tun? Mhm. Okay, yeah, I should report to the authorities. Na gut. Hallo Chief. I'd like to talk about Evelyn Ingram. Yes? What about her? I found evidence that she's a murderer. Take a look at this. Chief carefully examines the files from the drive. You wait for him while he does so, but it doesn't take long for him to return to you. This is serious. We've had some people gone missing lately, but most of these disappearances were attributed to creatures from the mine. I'll send a few men to her home at once. Is there anything else I need to know? She's dead. I had to kill her in self-defense. I'll send some men to see what's going on. You wait here with me. Unbelievable. A hidden bunker full of corpses. I can't believe Evelyn, out of all people, was capable of committing such monstrous murders. You are lucky to have managed to save your hide there. My men have found her corpse and are still on the scene of the crime. You
You are free to go. You acted in self-defense. You saved lives by exposing her, and for that, here's a small reward. Was hast du mir noch zu sagen zur Foundry? Foundry is a broad mining community that, thanks to a mine rich in different metals, predominantly iron, has a strong strategic position in Lower Underrail. It might seem like I'm boasting, but the Foundry Guard is above any station force you'll see. We have trained and well-equipped men, ready to swiftly deal with any old threats. Unfortunately, the only thing the Foundry Guard cannot combat is the foul air, but that is an issue we are working on mitigating. Any jobs available? As a matter of fact, I believe I might have something for you. Interessant. Very good. You are, I presume, familiar with the Iron Heads, one of the largest gangs in Lower Underrail. Well, one of their clans is causing a lot of trouble to Foundry and the whole region. The Scum. These Scum, and that is what they are being led by a man who called himself Baylor. A man known for two things, his immense physical strength and a sinister red cybernetic eye. And unfortunately for us, I suppose his successful leadership can be added to that list. We, Foundry, have placed a bounty on his head for 1000 Chayrons. If you can bring me his eye as proof, the money's all yours. What else can you tell me about this Baylor guy? Not much is known about Baylor. Some say that he's over 2 meters tall, some say that he can snap a rathound's spine in two with one hand, and some even reported him flinging broken off stalagmites at his enemies. The boss, to use a colloquial expression. Of course, some of these claims are outrageous, but one seems consistent. He is more often than not described as wielding a sledgehammer and so heavy, only he is able to lift it. As one story goes, he even offered one disarmed train guy the chance to use the hammer against him. But that fellow might as well have been trying to raise a boulder. As for where to find him, his clan is situated in Warehouse Block Beta, south of Foundry. The Ironhead activity in that area is quite heavy, and all of the recent attacks came from that direction. If Baylor is really there, he has some of the best security in South Underrail. Okay, also wie erwartet ist dann Gangkrieg, oder ja, also diese Gang, die Ironheads, greifen die Foundry an. Ich soll den Boss töten. How do I get to this Warehouse Block Beta? It is south of here, but to actually reach it, you'll either have to go west and then south, or east and then south from Foundry entrance. Both ways lead to the warehouse block, and both should be well defended. What can you tell me about these Ironheads? They are the best organized gang in Lower Underrail. While technically composed of multiple different clans, their cooperation and common interests clearly make them a part of a bigger whole. They have been increasingly more difficult to repel in the recent years. Previously, they were but a nuisance, not much different than other lowlifes roaming the metro. But steadily, they have grown in size and power. They are intercepting travelers and merchants near stations, attacking heavily protected convoys, and have in general grown more bold and, dare I say, more cunning. We have more than enough firepower for them to even think about attacking the station itself, but the areas near Foundry, those are difficult to protect effectively. Other than that, I can't tell you much more. We learn about them only through their misdeeds, and since the name Baylor grew more and more associated with those, I can safely say that his leadership is what made the local Ironheads a dangerous enemy. I'll do it. Very good, best of luck, and remember, bring me his eye as a proof. Okay, haben wir 2 Experience gekriegt. Aber die Quest hat sich richtig gelohnt. Ich muss nur noch das Poison loswerden. Das ist einfach ein Antidote vielleicht. Was hast du noch zu sagen? Nichts mehr, okay. Ich gehe mal zurück zum Dock. Was habe ich hier noch? Dann ich schreibe mir nochmal das mit der Olivia auf. Das ist aber dieser betrunkene Mann, der seine Frau töten will. Das sollte ich vielleicht auch irgendwie melden. Bin am Schreiben. So, Foundry.
Zack, fertig. Ja, aber der Chief, den konnte ich darauf nicht ansprechen. Ich probiere es mal bei der Frau vom Gefängnis. Denke aber auch nicht, dass sie die richtige ist. Also wahrscheinlich muss ich seine Frau selber finden. Full access to your surveillance room. Könnte ich sie überzeugen? Finde ich etwas risky, aber ich konnte jetzt auch nichts machen. Okay. Nee, also da mich irgendwie mit fiesen Tricks durchschlagen will ich gegenüber den Foundry-Leuten nicht. Also. Da gibt es erstmal auch nichts. Jetzt werde ich mal mit dem Doc sprechen, ob er das heilen kann. Sonst probiere ich einfach ein Gegengift. Halt kam ich zu ihm, das war hier. Ja doch, ging unten rum, ja. Hallo Doc. Was bist du für ein Doktor, ey? Okay. Nehme ich einfach mal sortieren, so. Dann nehme ich einfach mal ein Gegengift. So, mir. Wenn eins finde. Ja. Counteracts a large spectrum of toxins. Ich habe nichts, ich habe noch einen Adrenaline-Shot. Nö, eher das hier. Und das funktioniert. Okay, also ich hätte auch einfach das nehmen können und sie mit Psy umhauen. Alles klar. Wäre das auch geklärt. Und dann schauen wir uns als nächstes noch hier oben um. Da müsste jetzt dann wirklich die Mine auf sein. Ist nicht wo sonst. Worker. Die Konsole. Hier nach links geht es wahrscheinlich nicht weiter, also das ist auch nicht die Mine. Stand hier irgendwas? Ist doch seltsam. Naja, einfach mal ganz normal erkunden hier. I need some rest, I feel like I need to punch someone. Okay. Ja, also das scheinen die Metalworks zu sein, von denen ja auch noch gesprochen wurde. Ah, da ist Nicholas, von dem habe ich schon mal gehört. Hier ist eine Oddity. Skeleton Victor. It's a foundry worker visa with a skull painted on it. Looks cool, but very impractical. Schön. Ja, ja, sehr schön. Nur noch 5 Punkte zum nächsten Level. Was Level habe ich denn? 12 schon. Fast schon Halbzeit. Ja, okay, hier rechts geht's noch weiter. Und eine Fertility figurine. A metal figurine of a fat woman with no feet. How's this supposed to boost anyone's fertility is beyond you. Okay, und nochmal +2 Experience. Jawohl. Sehr schön.